Das schaut echt klasse aus. Also Leute, also kann man nichts sagen. Hallihallo und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Tag und habt jetzt einen schönen Feierabend. Und ich habe heute was für euch mitgebracht. Ein sehr, sehr leckeres, kultiges Rezept eigentlich. Das Bauernfrühstück. Die Zutaten habe ich euch schon mal vorbereitet. Und zwar brauchen wir auf jeden Fall ein paar festkochende Kartoffeln, 2 Schalottenzwiebeln, ein bisschen Speck in Würfeln, ein wenig Butterschmalz, ein paar glückliche Eier, ein paar Cherrytomaten, ein bisschen Schnittlauch, Gurke, Salz und Pfeffer und ein wenig Petersilie. Wir machen jetzt mal alles ein bisschen klein schnippeln, ihr hört ein bisschen Musik und wir sehen uns gleich. So, alles geschnippelt, jetzt können wir dann wieder loslegen. Ihr habt ja gesehen, es geht total schnell. Und als erstes gebe ich jetzt dann das Butterschmalz in die Pfanne, dass sich das auflöst. Und dann kommen als erstes die Bratkartoffeln rein, weil die machen wir nämlich zuerst. Jetzt muss ich niesen. Oh Gott. Entschuldigung. Die muss doch zerrissen haben, weil... Aber ich kann's doch mal zerrissen. War der Ton jetzt etwas laut? Ja, Entschuldigung. So ein bisschen leid. Aber jetzt juckt mir die Nase, es ist aber von den Zwiebeln. Also ich bin nicht erkältet oder sowas, ja? Nicht denken. So, also das Butterschmalz nehme ich immer sehr gern, weil das gibt natürlich auch immer so einen schönen Buttergeschmack. Und jetzt geben wir dann mal unsere Kartoffeln da hinein. Und das dauert jetzt ein bisschen, die müssen wir jetzt so ein bisschen rumrühren, dass die halt so schön durch werden. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, kennt ihr das Bauernfrühstück aus der Kindheit vielleicht oder von der Oma? Oder das sind ja so typische Gerichte, die mal so deftige Bauern, das heißt ja auch Bauernfrühstück, weil die Bauern, soweit ich weiß, meine Mama mal erzählt, also ihre Großeltern, die haben es tatsächlich zum Frühstück gegessen. Also richtig, ja, die sind ja auch dann aufs Feld und die brauchten dann natürlich auch ordentlich Power, ordentlich Kraft. Und dann haben die natürlich schon so deftige Sachen gegessen. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen runter, weil meine Lieblingspfanne gibt wieder ordentlich Gas hier. Also ich habe die ja übrigens schon ein bisschen länger jetzt im Gebrauch. Wir hatten ja mal getestet zusammen und ich muss echt sagen, macht sich wirklich toll. Und man merkt schon, dass die Hitze sich auch gleichmäßig in der kompletten Pfanne verteilt. Und die gart das Essen wirklich ganz toll durch. Muss ich echt sagen, bin echt beeindruckt. Kann ich euch wirklich von Herzen empfehlen, wenn ihr wirklich mal was braucht, eine Pfanne braucht, von der ihr länger was habt und nicht alle viertelhalbe Jahr irgendwo in irgendeinen Markt lauft oder ein Möbelhaus, wo, wie ich, also ich habe mir eigentlich, glaube ich, jedes Jahr mindestens 2 Pfannen gekauft, dann war wieder irgendwas zerkratzt und dann war irgendwas verbogen und der Boden nicht mehr richtig plan. Und diese kleine Kirchenglocke, die ist wirklich super und hier ist nichts zerkratzt. Also, na klar, ich meine, ich arbeite natürlich auch mit Plastik oder Holz, da dürfen wir auch keine Gabel oder so durchschuppern und die dürfen wir auch nicht in die Spülmaschine geben. Ich wasche das immer alles mit der Hand, aber das flutscht ja praktisch ab, der Dreck, da hängt ja nichts dran. Also die ist echt super und ich glaube, die habe ich noch sehr lange. Und dann werden wir noch viel drin braten, so wie diese schönen Bratkartoffeln. Also wenn ich jetzt auch hier wie die Pfanne zum Beispiel für euch teste, dann mache ich das wirklich auch nur, weil ich es super gut finde. Und ich zeige es euch auch nur, wenn ich davon überzeugt bin. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe vorher noch nie eine Pfanne in so einer Preisklasse besessen. Ich denke mal, dass dann andere Hersteller, die in der Preiskategorie Pfannen herstellen und verkaufen, auch super gut sind. Aber ich habe jetzt eben die zuerst getestet und ich bin da echt überzeugt. Ich finde die klasse. Jetzt können wir dann die Zwiebel und den Speck mit dazugeben. Und das duftet so gut.
Jetzt schwenken wir es noch so ein bisschen hin und her, dass Speck und Zwiebel auch ein bisschen was von der Hitze noch abkriegen. Und jetzt geben wir dann das Rührei drauf. Und jetzt lassen wir es einfach stocken. Von unten mit nicht ganz so viel Hitze. Warten wir jetzt dann drauf, bis das Ei oben auch durch ist. Und dann wird das Ganze zusammengeklappt und dann auf dem Teller serviert und angerichtet. Das riecht toll. Das riecht super. Das habe ich schon lange nicht mehr gerochen. Ja. Ich wollte ja noch was machen. Ich wollte noch meine Gurke anspitzen. Ich habe für die Deko, ich habe doch hier meinen Alligator, da habe ich mir letztens so schön den Finger angespitzt. Schaut, sieht aus wie ein Riesenbleistift angespitzt. So, und jetzt gucken wir mal. Ach, das schaut doch ganz hübsch aus. So wie es halt auch beim Bleistift anspitzen rauskommt. Vielleicht können wir da ein bisschen was verwenden und legen das so ein bisschen auf den Teller. Sieht immer ganz hübsch aus dann. Okay, wir beobachten das Ganze eben nicht zu heiß, dass es von unten nicht verbrennt. Lasst schön stocken, dann ist das Ei noch so richtig schön gelb. Und ja, jetzt warten wir kurz und dann richten wir es gleich auf den Teller an. Na, und das schaut doch wirklich jetzt ganz toll aus. Und wenn ihr das so abends serviert, naja, da freut sich doch jeder. Also ich freue mich jetzt auch sehr darauf. Das ist super, super lecker. Und das geht wirklich ganz einfach. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend, genießt das Bauernfrühstück und schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr es überhaupt kennt oder vielleicht von früher sogar kennt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, bis Sonntag. Bis dahin eine gute Zeit, lasst euch gut gehen, lasst euch schmecken. Mensch, das schaut echt klasse aus. Also Leute, also kann man nichts sagen.